Was geht ab, YouTube? In diesem Video geht es um meine Trommelbremse. Ja, ich bin jetzt endlich fertig mit meiner Hinterachse. Das Ganze sieht aus wie neu hier unten. Ja, ich war die letzten 2 Wochen beschäftigt mit Entrosten, komplett neu abdichten, neu lackieren vom Unterboden. Ja, die Achsteile wurden eingebaut, die Kraftstoffanlage ist neu, die Tanks wurden neu lackiert. Und letzter Part, Trommelbremse, Hinterachse. Ja, Vorderachse wäre auch verrückt, deswegen Trommelbremse, Fahrerseite, Trommelbremse, Beifahrerseite kommt neu, zusammen mit euch. Und ich blende euch ein kurzes Video ein von meinem Heck. Das Ganze ist richtig Sahne geworden und nach dem Video geht es weiter. Bis gleich. Ja, kommen wir zuallererst zu unseren Ersatzteilen. Unser Zylinder. Den werden wir zuerst verbauen mit 2 neuen Schrauben. Dann haben wir so ein neues Federnpaket. Hier 2 neue Belege. Und eine neue Trommel. Und im ersten Schritt verbauen wir unseren Zylinder. So, und jetzt bereiten wir unsere Bremsbeläge mit Federpaket vor. Ja, also bevor wir jetzt die Belege einsetzen, bereiten wir uns erstmal hier das Federpaket so vor. Und dazu nehmen wir diese Feder hier und setzen die mit der langen Seite zum Handbremshebel hin ein. Genau da. Wir halten das Ganze fest. Dann kommt das Teil hier. Genau so. Da rein. Und die Feder muss dann hier von der anderen Seite da hoch. Drückt durch diese Seite hier hoch und hakt das Ganze hier rein. So. Und dann zieht ihr euch das Ganze so rein.
Ganz wichtig an dieser Stelle, vergesst jetzt euer Handbremsseil hier nicht. Das ist mir nämlich auf der anderen Seite passiert und ich konnte das Ganze wieder aufbauen. So, jetzt nehmen wir das Paket mit der Feder, haken unser Handbremsseil ein. Und setzen jetzt unsere Nasen in den Zylinder ein. Das machen wir auf beiden Seiten. So. Genau so sollte das jetzt aussehen. So, im nächsten Schritt setzen wir unsere untere Feder ein. Die Feder guckt nach hinten. Und jetzt haben wir unten diesen Block, der für die Arretierung der unteren zwei Enden der Bremsbeläge sind. Dann setzen wir hier einmal. Wenn die Seite hier jetzt drin ist, gucken wir, dass der Pin hier, bevor wir jetzt die andere Seite reindrücken, in die Arretierung hier unten, gucken wir, dass dieser Pin hier von hinten auf Position ist. Die unteren Belege sind in der Arretierung hier unten drin. Der Pin guckt raus. Unsere zwei Exzenter, Schrauben oder auch Pins gucken raus. Wichtig ist, dass diese Exzenter-Pins mit der Nase zur Radnabe zeigen. Die könnt ihr ja hier drehen, hier hinten mit einer 17er. Und damit die nicht auf Spannung sind, wenn ihr die Belege einbaut, guckt, dass die Nasen jeweils zur Radnabe schauen. Dass ihr, wenn ihr die Belege einbaut, nicht direkt unter Spannung seid, sondern hier so ein bisschen Spiel habt. Vereinfacht das Ganze und ja, ihr könnt das besser einsetzen. So, in dem Zustand könnt ihr jetzt den zweiten Pin einsetzen. Und beide Klemmen drauf.
Nummer 1. Nummer 2. Und ja, im nächsten Schritt kann schon die Trommel drauf. Hier hat nochmal die Schraube zum Fixieren der Trommel. So, das war's mit der Trommelbremse. Also ganz einfach die ganze Geschichte. Auf der anderen Seite hatte ich ein bisschen Struggle, weil ich nicht genau wusste, welcher Schritt wann zuerst kommt und ja, wie und wo und was. Ja, wenn ihr die Reihenfolge hier jetzt beachtet, ist das Ganze ganz einfach gemacht. Keine Ahnung, 10 Minuten. Und ja, das so viel zur Trommelbremse. Also Leute, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.